Führerschein, Perso und Reisepass. Viele fragen sich, wie man nach der Auswanderung diese wichtigen Dokumente verlängern kann. Darüber wollen wir uns einmal in diesem Video unterhalten. Wenn du aus Deutschland auswanderst und im Ausland lebst, hast du natürlich immer noch deinen deutschen Personalausweis, deinen Führerschein und auch deinen Reisepass. Viele fragen sich nun, was man mit diesen Dokumenten im Ausland macht. Kann man diese weiter benutzen? Werden diese möglicherweise entwertet oder sogar entzogen? Und wo kann ich sie neu beantragen oder verlängern, wenn sie abgelaufen sind? Nun, grundsätzlich ist es so, dass alle drei Dokumente, also Führerschein, Perso und Reisepass, auch nach der Abmeldung ganz normal gültig sind. Nichts wird dir bei der Abmeldung entzogen, nichts wird entwertet. Du kannst diese Dokumente auch im Ausland weiterverwenden. Wir haben es ja hier schon in einem anderen Video erzählt. Auf deinen Perso kommt ein kleiner Sticker drauf. Da steht dann, dass du keine Wohnung mehr in Deutschland hast, wenn du dich abmeldest. Aber du kannst dennoch hier diesen Personalausweis vollumfänglich im Ausland verwenden, damit reisen und diesen als normales ID-Dokument ganz normal vorzeigen, wenn du danach gefragt wirst. Er verliert seine Gültigkeit nicht. Das heißt, solange dieser Perso gültig ist, das Gültigkeitsdatum steht ja drauf, solange kannst du ihn im Ausland verwenden. Läuft der Personalausweis ab, dann kannst du diesen in der deutschen Botschaft deines neuen Wohnsitzlandes verlängern lassen. Die Botschaft ist dann für dich zuständig. Du kannst das also nicht in Deutschland machen. Du gehst zu der Botschaft hin, beantragst dort neu den Personalausweis. Dann bekommst du natürlich keinen mehr, wo ein Sticker hinten drauf ist, sondern dann wird hinten im Personalausweis aufgedruckt, dass du keinen Wohnsitz in Deutschland hast und dass der Ausweis eben durch die Botschaft, die dann für dich zuständig ist, ausgegeben wurde. Mein Personalausweis zum Beispiel wurde von der deutschen Botschaft in London ausgestellt. Das heißt, auf meinem Personalausweis steht drauf, Deutsche Botschaft London in dem Feldnamen der ausstellenden Behörde. Und natürlich, dass ich keinen Wohnsitz mehr in Deutschland habe. Das steht auch drauf. Beim Reisepass ist es im Prinzip ganz genauso. Auch den Reisepass würdest du bei deiner deutschen Botschaft im Ausland verlängern. Übrigens kann man Reisepass und auch Perso nur bei der Botschaft verlängern, die für dich zuständig ist. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, dass du in Irland wohnst zum Beispiel und dann in London hier einen neuen Reisepass beantragst. Hast du natürlich deinen Reisepass bei einem Besuch nach London verloren, kannst du dort dann ein vorübergehendes Reisedokument beantragen, eben einen temporären Reisepass, aber keinen regulären. Die Botschaft in deinem Wohnsitzland ist also für dich zuständig. Beim Reisepass ist es allerdings so, dass du diesen auch in Deutschland beantragen kannst. Du kannst also zu einem beliebigen Einwohnermeldeamt in Deutschland gehen, in irgendeiner Stadt, auch wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst und dort den Reisepass beantragen. Das könnte unter Umständen manchmal einfacher sein, denn wenn du es über die Botschaft machst, dann ist es doch tatsächlich so, dass du dort manchmal lange Wartezeiten von mehreren Monaten einrechnen musst, bis du überhaupt einen Termin hast. Auch dieser Termin lässt sich übrigens umgehen. Du kannst in der Regel auch einen Honorarkonsul aufsuchen, aber das kostet dann auch wieder natürlich hier extra. Also wenn es sich anbietet für dich, dann kannst du den Reisepass auch in Deutschland beantragen, wohlgemerkt aber nicht den Personalausweis. Und den Personalausweis kann man auch nicht bei einem Honorarkonsul beantragen. Dafür muss man tatsächlich an die Botschaft gehen. Tatsächlich kann man mittlerweile auch schon in einigen Botschaften den Reisepass online beantragen. Dort gibt es dann ein Online-ID-Verfahren. Heute zum Zeitpunkt dieses Videos, also im Frühling 2025, nehmen nur einige Botschaften daran teil, aber irgendwann wird das natürlich auch allgemein dann möglich sein. Dann musst du also keinen Botschaftstermin mehr ausmachen, was das Ganze natürlich stark vereinfacht und auch beschleunigt. Dann bleibt zu guter Letzt noch der Führerschein. Die Regelungen zum Führerschein sind am kompliziertesten. Unter der Annahme, dass du auch in deinem neuen Wohnsitzland Auto fahren möchtest, hast du in der Regel noch eine Schonfrist, wie lange du den deutschen Führerschein noch verwenden kannst, bevor du dann auf einen lokalen Führerschein umwechseln musst. In der Europäischen Union ist es grundsätzlich möglich, den deutschen Führerschein zu verwenden, bis dieser abläuft. Aber wenn du dann den Führerschein verlängerst, würdest du einen lokalen
neuen Führerschein beantragen. Also mal angenommen, du wohnst in Frankreich, dann darfst du so lange in Frankreich mit deinem deutschen Führerschein herumfahren, bis der deutsche Führerschein abgelaufen ist, und danach würdest du dann einen französischen Führerschein beantragen. Dafür musst du nicht noch einmal die Fahrprüfung machen. Du würdest deinen deutschen Führerschein dann dort einsenden, und auf den Formularen gibt es dann Möglichkeiten zu sagen, dass du von Deutschland nach Frankreich umgezogen bist und letztlich deinen deutschen Führerschein nur umtauschen möchtest. Das kannst du natürlich auch schon früher machen. Du musst nicht abwarten, bis der deutsche Führerschein abgelaufen ist. Aber es ist in der EU komplett legal, mit dem deutschen Führerschein zu fahren, bis er ausläuft. Verlierst du den deutschen Führerschein, dann würdest du natürlich auch wieder sofort in deinem neuen Wohnsitzland hier einen Führerschein dann beantragen. Ich höre immer wieder, dass sich Mandanten hier kurzzeitig in Deutschland anmelden, nur um den Führerschein dort zu beantragen. Das würde ich auf keinen Fall machen, denn die Anmeldung in Deutschland ist ja auch mit allen möglichen Konsequenzen verbunden. Ich würde dir raten, tatsächlich im Ausland den Führerschein neu zu beantragen. Das ist ein bisschen kompliziert, weil natürlich auch die Formulare dann in anderer Sprache hier zu bearbeiten sind, aber das wirst du schon hinbekommen. Wanderst du jetzt außerhalb der EU aus, dann gelten andere Regeln. Bist du zum Beispiel in den USA, dann bist du verpflichtet, dort innerhalb von 30 Tagen dann einen amerikanischen Führerschein zu beantragen. Hier musst du dann tatsächlich vielfach auch die Fahrprüfung machen. Das hängt so ein bisschen vom Bundesstaat ab. Florida zum Beispiel hat ein Abkommen mit Deutschland. Hier kannst du einfach den deutschen Führerschein umtauschen in einen Führerschein aus Florida. In vielen anderen Bundesländern musst du den Führerschein neu machen, so zum Beispiel auch in Texas. Ich habe auch in Texas den Führerschein neu gemacht, aber das ist so extrem einfach in den USA. Das kann jeder ohne Fahrstunden, ohne hier groß Gedanken sich machen zu müssen, diesen Führerschein dann dort bestehen. Und so gelten dann in verschiedenen anderen EU-Ländern auch entsprechende Regelungen. Das musst du dir eben anschauen, bevor du dorthin auswanderst. Aber wie gesagt, ganz wichtig, wenn du außerhalb der EU umziehst, dann hast du nur eine gewisse Schonfrist. Dann ist also dein Führerschein noch für einige Wochen, möglicherweise einige Monate gültig, und dann musst du dir einen lokalen Führerschein beschaffen. Das geht so weit zum Beispiel, dass in manchen Ländern wie Costa Rica dann etliche Auswanderer einen Border Run machen. Das heißt, der deutsche Führerschein ist dort noch eine gewisse Anzahl von Tagen gültig, ich meistens 60 oder 90 Tage. Dann reisen Sie kurz ins Ausland, also nicht aus Visagründen, sondern einfach nur wegen dem Führerschein. Und wenn Sie dann wieder reinkommen am nächsten Tag, können Sie wieder in Costa Rica dort 60 oder 90 Tage fahren. Und das ist in anderen Ländern eben ähnlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum man nicht gleich einen Führerschein dann beschaffen würde. Nun, da ist natürlich dann die Fahrprüfung in Spanisch, und das Ganze kann dann dort etwas haarig werden, weswegen man sich dann schon überlegen sollte, hier den deutschen Führerschein noch weiter zu behalten. Wenn du nicht in Deutschland angemeldet bist, jedenfalls kannst du dort keinen Führerschein mehr beantragen. Anders also als beim Reisepass, aber eben genauso wie beim Personalausweis. Ich hoffe, dir mit diesen Infos weitergeholfen zu haben. Wenn du dich auch mit dem Thema Auswandern auseinandersetzt und hier im Steuerdickicht verstrickt bist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit solchen Fragen zu beschäftigen und Mandanten auf ihrem Weg ins Ausland zu begleiten. Dort geht es dann um Steueroptimierung, Plan B, Vermögensschutz, den Aufbau neuen Vermögens und die steueroptimierte Nachlassplanung. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.